Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Study Stream der dritten Ausgabe. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind heute. Und wir werden uns heute mit einem sehr spannenden Thema auseinandersetzen. Prüfungen, Prüfungsrecht. Das haben wir uns tatsächlich gar nicht selbst ausgedacht, sondern das waren Sie bei einer kleinen Umfrage, die wir mal gemacht haben bei Instagram, dass Sie da Interesse zu hatten. Deshalb haben wir uns entschieden, heute diesen Study Stream diesem Thema zu widmen. Mit mir dabei sind wieder meine beiden Kolleginnen Magdalena Fock aus der Zentralen Studienberatung und Vera Jü. Vera Jü wird gleich wieder ins Backend gehen und Ihre Fragen aus dem Chat, die Sie gerne in den Chat stellen können, bearbeiten und beantworten und gegebenenfalls uns auch in die Diskussion mit eingeben. Denken Sie bitte daran, dass Sie keine individuellen Fragen zu Ihren prüfungsrechtlichen Problemen stellen. Dazu ist der Chat jetzt nicht der richtige Ort. Das können Sie uns natürlich dann gern auch schriftlich per E-Mail zum Beispiel zusenden. Ja, und dann würde ich auch schon loslegen und unseren Gast vorstellen und dafür die Vera erstmal wieder aus dem Stream entfernen. Und unsere Kollegin Andrea Radke ganz herzlich begrüßen. Andrea, du bist Juristin, Rechtswissenschaftlerin, Studierte, hast auch promoviert in den Rechtswissenschaften an der Europa-Universität der Viadrina in Frankfurt-Oder und arbeitest jetzt schon sehr lange bei uns im Dezernat für Studienangelegenheiten als Referentin für studentische Rechtsangelegenheiten. Und in dieser Funktion als Expertin bist du auch heute bei uns hier in diesem Stream. Wir freuen uns sehr, dass wir dich gewinnen konnten als Expertin. Und bevor wir gleich loslegen, tatsächlich mit den ersten Fragen, nochmal ganz kurz für unsere ZuschauerInnen. Wir haben den Stream in 3 große Blöcke geteilt. Im ersten Block werden wir uns ein Stück weit so mit Prüfungsanspruch und Anmeldung zu Prüfungen auseinandersetzen. Dann im zweiten Block wird es darum gehen, wie viele Prüfungsversuche habe ich, wie kann ich zurücktreten, was bedeutet eigentlich, wenn ich meine Prüfung endgültig nicht bestanden habe. Und ganz am Ende geht es dann tatsächlich nochmal um Freiversuchsregelung und auch um die Bewertung. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal loslegen, Andrea, mit den ersten Fragen, die wir für dich vorbereitet haben. Und wie gesagt, an Sie nochmal, an unsere ZuschauerInnen bei YouTube, falls Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne in den Chat. Andrea, zu Beginn als Einstieg, wann habe ich denn so ganz grundsätzlich eigentlich einen Anspruch, Prüfungen, einen Fach- oder einen Studiengang abzulegen? Du musst daran denken, dich auf jeden Fall wieder zu unmuten. Ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite aus und vielen Dank für die Einladung durch das liebe Team der Studienberatung. Zu deiner Frage, Christoph, grundlegender Baustein für einen Prüfungsanspruch, das nenne ich immer so, das ist das Recht, an Prüfungen teilzunehmen, ist im Grunde die Immatrikulation und der Studiengang. In welchen Studiengang, in welches Studienfach bin ich immatrikuliert? Und damit begründe ich dem Grunde nach ein Recht, dass ich an allen in der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungen teilnehmen darf, bis ich dann zu meinem Abschluss komme. Das ist im Grunde genau das, was wir immer Prüfungsanspruch nennen. Dann war das doch ein guter Einstieg, Magdalena. Ich gebe an dich weiter. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Um es vielleicht nochmal auch plastisch an dem Beispiel festzumachen, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich zum Beispiel im Lehramt immatrikuliert bin und ich habe jetzt auch meine, also ich gehe sozusagen über in den Masterstudiengang, bin aber noch im Bachelor immatrikuliert. Kann ich da denn auch schon Prüfungen belegen aus dem Masterbereich, aus dem Lehramtsmaster? Ja, da würde ich einfach gern ein bisschen unterscheiden. Zu der Spezialfrage vorläufige Masterimmatrikulation, da komme ich vielleicht jetzt noch am Ende der Antwort drauf. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich im Bachelor bin und denke, ach, ich bin schon kurz vor meiner Bachelorarbeit und würde gern schon Leistungen für den anstehenden Master machen, das geht leider nicht. Solange ich nicht in dem Master immatrikuliert bin, also die Immatrikulation ist wirklich so der Baustein, den ich immer brauche. Ohne diese komme ich einfach auch nicht dazu, Leistungen, Lehrveranstaltungen, Prüfungen vor allem in einem Master zu absolvieren. Da muss ich dann schon
zumindest vorläufig in dem Master immatrikuliert sein. Also vorläufige Masterimmatrikulation bedeutet an der Stelle, ich habe meinen Bachelorabschluss noch nicht geschafft, aber alle Leistungen erbracht und es fehlt nur die Bewertung der Prüfung. Da kann es den Umstand geben, dass ich dann schon das erste Mastersemester noch also schon immatrikuliert bin, obwohl der Bachelor noch nicht da ist. Und den muss ich dann bis zum Ende des Semesters nachweisen. Und in dieser besonderen Konstellation ist es tatsächlich möglich, weil ich in beiden Studiengängen immatrikuliert wäre, wenn ich hier im Bachelor auch bin, dass ich in beiden Situationen Leistungen erbringen könnte. Liegt diese Konstellation, die sehr besonders ist, nicht vor, geht es nicht. Okay, also ist tatsächlich entscheidend einfach der Immatrikulationsstatus. Bin ich in dem Studiengang immatrikuliert oder nicht? Okay, und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz dabei bleiben, bei diesem Beispiel, ich bin vorläufig in den Master immatrikuliert. Ich habe in meinem Bachelor alle Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen abgeschlossen. Nun ergibt sich aber durch die Bewertung, dass ich meine Bachelorarbeit nicht bestanden habe. Was passiert jetzt? Kann ich die Bachelorarbeit wiederholen? Ja, solange die Konstellation, diese besondere Konstellation vorliegt, wie ich sie gerade beschrieben hatte, dann ist das tatsächlich möglich. Also ich habe die Berechtigung, vorläufig in den Master immatrikuliert zu sein, weil ich zum Zeitpunkt der Antragstellung, ich muss das ja beantragen, in den Master dann aufgenommen zu werden, alle Leistungen eigentlich erbracht und die Bewertung steht aus und ich weiß nicht, wie ich bewertet werde und dann ist die Bewertung leider nicht so gut und ich müsste die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit wiederholen. Dann ist es tatsächlich so, in dieser besonderen Konstellation kann ich die Bachelorarbeit wiederholen, weil ich ja weiterhin parallel doppelt zum Master immatrikuliert bin, und zwar im Bachelor, wo ich meine Leistungen erbringen muss. Das gefährdet wahrscheinlich aber, das muss man dann an der Stelle auch immer sagen, die Fortführung des Masters, wenn ich nicht in der Lage bin, die Abschlussarbeit genau in dem ersten Mastersemester auch zu wiederholen. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr besondere Konstellation, die sehr, sehr selten vorkommt. Okay, ich danke dir. Vielleicht nochmal in ein anderes Beispiel gegriffen, was uns einfach in der Beratung öfter mal passiert oder wo uns Leute fragen. Ich bin vielleicht in einem Studiengang X, zum Beispiel, bleib mal wieder beim Lehramt immatrikuliert und ich würde aber gern zum Beispiel Zusatzleistungen erbringen, etwa in Psychologie. Wie ist das? Darf ich auch dann einfach Prüfungen ablegen in Psychologie? Nein, leider nein. Also es ist auch hier genau diese Grenze, die ich vorhin beschrieben hatte, die der Immatrikulation. Der Prüfungsanspruch besteht immer nur in dem Studiengang, in den ich auch tatsächlich immatrikuliert bin und für das Curriculum, was für meinen Studiengang ausgewiesen ist. Das heißt, wenn ich im Lehramt immatrikuliert bin, dann darf ich leider keine Leistungen, Prüfungen in Psychologie erbringen. Das ist nicht der Studiengang, für den ich vielleicht sogar eine Zulassung hatte oder immatrikuliert bin. Also leider nein. Vielleicht hören uns jetzt ja auch Leute zu, die noch gar nicht so sicher sind, wo sie ihr eigenes Curriculum finden, was zu dem Studiengang gehört. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Wo findet man das? Sehr gerne. Also zunächst, und das rate ich auch jedem Studienanfänger, aber auch eigentlich jedem Studierenden, einmal im Jahr vielleicht die Studien- und Prüfungsordnung zu lesen. Aus der Studien- und Prüfungsordnung ergibt sich das, was ich erbringen muss, um den Studiengang abzuschließen. Dazu gibt's ganz tolle Hilfsmittel, nämlich unser auf Puls gibt's die Modulbeschreibungen zu jedem Modul, welches in der Studien- und Prüfungsordnung beschrieben ist, dass man das dort ansehen kann. Und dazu gibt's eine sehr gute Funktion Meine Module, also der Modulbaum der Studierenden. Da ist auch nochmal das Curriculum sozusagen nachempfunden und vor allem, das ist das richtig Gute daran, sind da auch die Lehrveranstaltungen und Prüfungen hinterlegt, die ich absolvieren muss. Was ich da finde, das ist das, was zu meinem Curriculum gehört, was ich absolvieren muss und kann. Super, vielen Dank dir. Ich glaube, da haben jetzt alle schon mal eine erste Idee bekommen, wie sie herausfinden, ob sie bestimmte Prüfungen ablegen dürfen oder nicht. Magdalena, dann würde ich tatsächlich nochmal weitermachen und diesen ersten Abschnitt zum Prüfungsanspruch abschließen mit einer Frage, Andrea. Und zwar geht es da nochmal vielleicht so ein Stück weit um einen kleinen Sonderfall.
Es gibt ja auch viele Studierende, die ein Urlaubssemester beantragt haben und sich im Urlaubssemester befinden. Wie verhält sich eigentlich der Prüfungsanspruch dann in diesem Urlaubssemester? Also kann ich während des Urlaubssemesters Prüfungen ablegen? Kann ich meine Abschlussarbeit anfertigen und abgeben? Geht das? Oder habe ich da Einschränkungen? Es gibt Einschränkungen. Also zwar bin ich als Studierender weiterhin während der Immatrikulation eingeschrieben, habe also das Recht, Leistungen zu erbringen, aber nicht im Zeitraum der Beurlaubung. Da gibt es eine kleine Ausnahme, die ich gleich erläutern möchte, aber grundsätzlich gilt, während der Beurlaubung zählt ja die Fachsemesterzählung nicht weiter. Und deswegen darf ich auch in diesem Zeitraum keine Leistungen erbringen. Entweder ich habe einen Grund, der mich vom Studium abhält, oder ich erbringe Leistungen. Das ist tatsächlich diese sehr strenge Trennung. Eine Ausnahme gilt dann, wenn ich schon, bevor ich die Beurlaubung angetreten habe, Leistungen angemeldet habe. Diese angemeldeten Leistungen begründen ja ein dann besonderes individuelles Prüfungsverhältnis und dieses gilt im Zeitraum der Beurlaubung tatsächlich fort. Das heißt, melden Sie Ihre Abschlussarbeit an, während Sie noch nicht beurlaubt sind, müssen Sie auch diese Arbeit innerhalb der normalen Frist einreichen. Die wird nicht verlängert durch den Zeitraum der Beurlaubung. Also nicht denken, ich bin jetzt beurlaubt und ich darf keine Leistungen erbringen. Nicht, wenn Sie schon etwas begonnen haben im Vorsemester. Das muss dann nach den damals geltenden Bestimmungen so zu Ende geführt werden. Ja, vielen Dank, Magdalena. Ich würde jetzt noch ganz zum Abschluss noch mal kurz an dich übergeben, richtig? Genau, und zwar, Andrea, wir haben uns gefragt, du bist die Expertin für rund um die Rechtsangelegenheiten, deswegen bist du heute hier. Und was ist denn, vielleicht kannst du so ein bisschen Erfahrung mitgeben oder einen Tipp, wenn ich jetzt dich fragen würde, rund um das Thema Prüfungsanspruch und Anmeldung, gibt es so eine ganz wichtige Message oder einen Tipp, die du unseren ZuschauerInnen mitgeben könntest? Sehr, sehr gerne. Also das habe ich im Grunde schon ein bisschen angesprochen. Das hat gar nicht groß viel mit Recht und Jura zu tun, sondern es ist ein ganz praktischer Anwendungstipp. Verwenden Sie unsere Hilfsmittel. Und da ist Puls fantastisch. Also immer meine Module gucken, was da nicht aufgeführt wird, darf ich nicht belegen. Oder besser gesagt, nicht belegen ist falsch, sondern darf ich nicht anmelden als Leistung, die ich in meinen Studiengang einbringen kann. Was da unter meine Module aufgeführt ist, ist genau das, was ich auch erbringen darf. Und wenn man dann vielleicht sieht, da ist gar nicht das, was ich erwartet habe, ich hätte gern so diese Lehrveranstaltung erbracht, dann ist es leider so, dass es keine Lehrveranstaltung, die für mein Studium vorgesehen ist. Also das ist ein ganz toller Tipp, um einfach zu gucken, was darf ich? Muss ich mir das alles selbst zusammensuchen? Nein, das machen wir im Grunde für Sie, beziehungsweise die Fachvertreter, die Lehrveranstaltungen melden. Und da gibt es ganz viele Hilfsmittel. Lesen Sie Ihre Studien- und Prüfungsordnung. Das ist auch nochmal, also diese beiden Schlüssel sind der Erfolg, glaube ich, um einfach zu sehen, was muss ich und was darf ich machen. Super, vielen Dank dir. Ich glaube, Andrea, das ist ein ganz spannender Tipp, ne? Puls neu erleben quasi, könnte man auch sagen. Da einfach mal reinschauen, was es da alles für interessante Informationen gibt, die man vielleicht einfach noch nicht so gefunden hat, tatsächlich. Dann bedanke ich mich bei dir. Dann sind wir nämlich mit dem ersten Teil auch schon fertig und würden in diesen zweiten großen Teil jetzt übergehen. Das ist tatsächlich unser größter Teil, glaube ich, inhaltlich tatsächlich auch. Da geht es um Prüfungsversuche. Wie trete ich zurück? Was passiert, wenn ich endgültig nicht bestehe? Und wie sind eigentlich die Rechtsfolgen davon? Und ich würde gleich mal mit der ersten Folge, Andrea, wenn es für dich in Ordnung ist, einsteigen. Und das ist vielleicht so eine Warmwertfrage für diesen Bereich. Wie viele Prüfungsversuche habe ich eigentlich und wie finde ich das heraus, wie viele Prüfungsversuche ich habe? Da kommt gleich der nächste Tipp, was man vielleicht einmal im Jahr lesen sollte. Das ist nämlich unsere BAMAO abgekürzt oder BAMALAO. Das sind die Rahmensatzungen für das Bachelor- und Masterstudium. Beide Satzungen regeln so diese ganzen formalen Fragen, die Sie in der Studien- und Prüfungsordnung nicht finden. Wie melde ich mich an? Wie melde ich mich ab? Was mache ich mit Attesten etc.? Anerkennung ist dort auch geregelt. Und genau dort findet man auch die Antwort auf diese Frage. Ich gebe sie aber natürlich sehr gerne. Wir haben
in der Regel pro Modul 3 Prüfungsversuche. Also immer mit der Ruhe, wenn man beim ersten Mal es vielleicht nicht geschafft haben sollte. Es sind immer noch 2 Prüfungsversuche da. Es gibt Ausnahmen, die Abschlussarbeit, da gibt es nur 2 Versuche. Und dann gibt es, zu dem kommen wir später, im dritten Teil, wenn ich das richtig verstanden hatte, auch noch dazu zu den sogenannten Freiversuchen. Mit diesen Freiversuchen kann man bei einzelnen Leistungen, Modulen gegebenenfalls einen 4. Prüfungsversuch noch erwerben. Das ist aber so der Rahmen, grundsätzlich 3 Prüfungsversuche pro Modul und 2 pro Arbeit. Ich danke dir. Und was passiert dann, wenn ich durch den letzten Prüfungsversuch durchgefallen bin? Muss ich dann die Uni Potsdam für immer verlassen? Kann ich irgendwas anderes bei uns studieren? Was mache ich dann? Also in diesem Fall, wenn der Fall eintritt, das letzte Mal endgültig durchgefallen. So, alle werden jetzt von mir eine ganz klare, einfache Antwort erwarten. Das ist leider nicht so. Es kommt immer erstmal drauf an, welche Leistung ich endgültig nicht bestanden habe. Wir haben ja eine Kategorisierung von Modulen, in Pflichtmodule und in Wahlpflichtmodule. Das ist schon mal ein Unterschied von den Rechtsfolgen her und dann natürlich bei der Abschlussarbeit. Also diese 3 Kategorien würde ich erst einmal aufmachen wollen. Bei Pflichtmodulen ist es tatsächlich so, wenn ich dort den 3. Prüfungsversuch nicht bestanden habe, habe ich das gesamte Studium endgültig nicht bestanden. Also das ist die sehr strenge Rechtsfolge bei Wahlpflichtmodulen. Bei Wahlpflichtmodulen ist es tatsächlich etwas weniger streng. Da darf man auch nach unserer BAMAO dann noch 2-mal das Modul wechseln. Also sozusagen, wenn ich das 3. Wahlpflichtmodul im 3. Versuch nicht bestanden habe, habe ich den gesamten Studiengang endgültig nicht bestanden. Und bei der Abschlussarbeit ist es tatsächlich der 2. Versuch. Habe ich da den 2. Versuch endgültig, also nicht bestanden, habe ich das Studium auch an der Stelle endgültig nicht bestanden. Also das ist erstmal sozusagen, wann habe ich ein Studium endgültig nicht bestanden? Und tatsächlich ist es immer sehr, sehr schlimm, wenn man an dieser Stelle steht, aber es ist nicht hoffnungslos. Erstens ist ein Studiengangswechsel nie ausgeschlossen. Natürlich in fachfremde Studiengänge immer. Also einen anderen Studiengang aufzunehmen, man ist dann nicht gesperrt, wenn man ein komplett anderes Studium anfangen möchte. Wenn ich also Beispiel BWL endgültig nicht bestanden habe, ist es sehr gut, auch Philosophie zu beginnen. Und das darf ich, ohne dass irgendwie Rechtsfolgen negativer Art auf mich einprasseln. Anders sieht es aus, wenn es ein verwandter Studiengang ist. Da ist insbesondere in Brandenburg, in anderen Bundesländern kann es etwas anders sein, ist die Regelung so, dass die Leistung, die ich endgültig nicht bestanden habe, nicht im Curriculum des neuen Studiums auftreten darf. Das heißt, ist da Mathe 2, genau, also oder sagen wir Stochastik, genauso Inhalt des Studiums, dann darf ich dieses Studium wegen der Stochastikleistung nicht fortführen oder aufnehmen. Das ist ein sogenanntes Immatrikulationshindernis. Ist es aber nicht in diesem Curriculum verankert, in Brandenburg ist das so, dann kann ich auch ein anderes, trotzdem verwandtes Studium aufnehmen. Also da muss man einfach abgleichen, mein altes Studium, mein neues Studium, gibt es da Überschneidungen? Sind diese Überschneidungen Pflichtleistungen? Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man diesen Studiengang fortführen kann. Es ist eine fachliche Entscheidung, schlussendlich durch den Prüfungsausschuss, aber es ist auf jeden Fall eine Orientierung, weil man weiß ja in etwa, wenn da Mathe steht, dann ist es Mathe. Also da wird es dann nicht so große Unterscheidungen geben. In anderen Bundesländern, Entschuldigung, kann die Rechtslage etwas anders sein. Dort wird zum Teil auf den gesamten Studiengang abgestellt. Das heißt dann aber auch, wenn es BWL ist, ist es BWL, auch wenn vielleicht keine überschneidenden Curricula vorhanden sind. Da muss man dann einfach sich immer bei der aufnehmenden Hochschule informieren, wie dort die Rechtslage ist. In Brandenburg kommt es auf die Einzelleistung an, und man darf eben in dem Studiengang, also diesen Studiengang als solchen, können Sie dann auch natürlich bei uns an der Universität Potsdam nicht fortführen. Da ist man dann tatsächlich nicht mehr in der Lage, nicht mehr prächtig zu. Da fehlt dann der Prüfungsanspruch.
Ich danke dir. Das war eine sehr, sehr umfangreiche Antwort, aber ich glaube, das ist einfach auch eine relativ komplexe Frage. Das heißt, man muss dann im Einzelfall einfach tatsächlich schauen und prüfen, bevor man da auch eine Antwort auf diese Frage kriegt. Dann, Magdalena, gebe ich an dich weiter. Genau, und auch vielleicht nochmal anknüpfend, wenn so ein Fall auf Sie zutreffen sollte oder Sie das befürchten, dass es auf Sie zutreffen könnte in der Zukunft, würden wir natürlich auch immer dazu raten, nutzen Sie die Beratungsangebote, die es gibt. Also sei es an unserer Hochschule, eben zum Beispiel von der zentralen Studienberatung oder auch an den anderen Hochschulen dann die Beratungseinrichtungen. Ja, gerade jetzt im Hinblick auf diese Prüfungsversuche, die ich habe. Also ich habe eine endliche Zahl an Prüfungsversuchen zur Verfügung. Da liegt ja vielleicht auch der Gedanke nahe, wenn ich jetzt mich so im Semester bewege und ich merke dann, ja, das fällt mir vielleicht doch nicht so leicht, der Stoff. Ich habe die Befürchtung, dass ich den Prüfungsversuch nicht bestehe. Gibt es die Möglichkeit, von einer angemeldeten Prüfung zurückzutreten? Und wenn ja, wie kann ich das machen und bis wann muss ich das machen? Andrea. Ja, auch hier, es wird jetzt, glaube ich, etwas umfänglich, weil es sehr viele unterschiedliche Fälle geben kann. Ich würde hier gerne erstmal unterscheiden zwischen der Form der Modulprüfung, weil sich da nämlich dann die Fristen im Zweifelsfalle unterscheiden können. Wir haben ja, und das ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung, die im Curriculum ja verankert ist, die kann man dann, wie gesagt, auch über Puls einsehen, gibt es zwei verschiedene Arten, wie ich eine Prüfung anmelde. Das ist einmal, also es kommt tatsächlich auf die Art der Anmeldung an. Es gibt einmal die Anmeldung von einer Prüfung, die in eine Lehrveranstaltung direkt integriert ist. Es ist die sogenannte lehrveranstaltungsbegleitende Prüfungsanmeldung und Erfassung. Und dann gibt es die ganz klassischen Modulabschlussprüfungen, die abgekoppelt angemeldet werden, also die gar nicht im Zusammenhang in diesem Vorgang mit einer Lehrveranstaltung stehen. Und da unterscheiden sich dann auch die ich nenne das Rücktritt, ich nenne das nicht Abmeldung, ich nenne das Rücktritt in meinem Juristensprech. Und diesen Rücktritt nehme ich immer in den jeweiligen Anmeldungs- und Belegungsfristen vor. Das heißt, habe ich eine lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung, wenn ich merke, es ist nicht ganz meins, muss ich mich im Belegungszeitraum, im Anmeldezeitraum, der ja bis zum 10.11. oder 10.04. geht, abmelden und bei der Modulprüfung, die abgekoppelt ist, spätestens 8 Tage vor der Prüfung. Das ist der Regelfall, das ist sozusagen der ordentliche Rücktritt, also ganz normal. Da muss ich nichts nachweisen, da gehe ich nur einen Puls, klicke aufs Knöpfchen und sage, ich möchte nicht mehr dabei sein. Habe ich jetzt vereinfacht dargestellt, aber im Grunde ist es das. Da muss man einfach die Fristen kennen. 8 Tage vor der Prüfung oder der Belegungszeitraum, der ja sehr geläufig ist bei allen. Davon zu unterscheiden ist genau der Fall, Magdalena, den du so, glaube ich, mehr angesprochen hast, kurz vor der Prüfung merke ich, wird nicht. Geht nicht. Der einfache Fall geht nicht. Ich fühle mich nicht prüfungsvorbereitet, ist leider nicht so gut abgedeckt, aber in besonderen Fällen, wenn ich krank werde insbesondere oder es gibt andere Ereignisse, die sehr kurzfristig auftreten, kann ich natürlich auch noch sehr, sehr kurzfristig vor der Prüfung zurücktreten. Bei Krankheitsfällen durch Vorlage eines Attestes im Prüfungsamt. Da muss ich leider dann zum Arzt gehen, mir einen Attest holen und dieses im Prüfungsamt innerhalb von einer Woche dann vorlegen. Und bei anderen Fragen hatten wir jetzt auch schon im vergangenen Jahr Streik oder Unwetter. Da bitte beim Dozenten melden. Der ist im Zweifelsfalle für diese Fragen zuständig und guckt, ist in Ordnung, ist kein Grund, dass du das verschuldet hast, dass du nicht zur Prüfung kommst oder gekommen bist, eher kommst. Das sollte man zeitnah anmelden. Und dann kann man auch dort noch zurücktreten. Das ist sozusagen die grundlegende Annahme. In Ausnahmefällen, wenn ich also gar nichts dafür kann, dass ich zur Prüfung nicht gehen kann, darf man auch zurücktreten. Okay, super. Sehr gut zu wissen, glaube ich, auch eine Erleichterung für viele. Wir haben ja nun jetzt gerade eine besondere Situation in der Corona-Zeit. Du hast jetzt gerade von dem Regelfall gesprochen. Es gab jetzt im Chat auch schon ein paar Kommentare, auch schon Richtung Corona. Gibt es irgendwelche Sonderregelungen in Bezug auf Corona?
Ja, also den Regelfall, den ich gerade beschrieben habe, findet dann Anwendung, wenn alles normal läuft. Dass es für mich dann auch keine große, oder für mich oder für andere keine große Gefährdung darstellt, einen Arzt aufzusuchen. Jetzt ist es alles etwas anders. Wir wollen Studierende einfach auch vor der Situation schützen. Das ist ja auch irgendwie unser Selbstverständnis, dass wir eben niemanden dazu treiben wollen, sie müssen jetzt aber zu einem Arzt gehen, der sie gegebenenfalls gar nicht rannimmt, weil sie gerade vielleicht Verdachtsmomente einer Infektion haben. Es gab ja dann tatsächlich solche Situationen und vor allem auch nicht nochmal in die Post bringen. Ich bin vielleicht im Zweifelsfalle doch mit einer Krankheit infiziert, die sehr ansteckend ist oder auch jetzt die Symptome, ja, lesen das alle in der Presse, sehr schwierig sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, und das gilt jetzt auch schon die vergangenen Semester, auch in diesem Semester, von dieser Nachweispflicht von Attesten abzusehen. Das heißt, wenn ich nicht zu einer Prüfung gehe, ist das in Ordnung. Es ist dann nicht von mir sicherzustellen, wenn ich Betroffene oder Betroffener bin, dass ich dann zum Arzt gehe, an dem Tag der Prüfung mir ein Attest hole, was sonst natürlich zu fordern wäre. In diesen Fällen genügt es nicht zu kommen. Das gilt für Klausuren, ja, oder auch für mündliche Prüfungen. Das heißt, alle Prüfungen, die ursprünglich unter Aufsicht in Präsenz stattfinden oder in Präsenz wären unter Aufsicht, es ist beides möglich. Da ist es tatsächlich möglich, ohne den Nachweis eines Attestes von der Prüfung zurückzutreten. Und wir erkennen das auch tatsächlich. Also die MitarbeiterInnen in den jeweiligen Fakultäten sind da gebrieft, wissen auch, wie sie sich bei der Notenverbuchung verhalten müssen, wie wir erkennen, dass jemand nicht erschienen ist zur Prüfung. Das ist alles tatsächlich sehr gut von uns vorgedacht und geregelt, um einfach hier ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also das ist ganz wichtig. Das heißt also nochmal, vielleicht um das klar zu machen, also wir reden jetzt gerade vom Wintersemester 2021/22, zu diesem Zeitpunkt findet dieser Stream statt. Wenn ich jetzt gerade eine Klausur oder eine mündliche Prüfung angemeldet habe, mich nicht rechtzeitig abgemeldet habe, aber nicht erscheine zur Prüfung, wird das nicht als nicht bestanden gewertet, sondern mir bleiben weiterhin die verbleibenden Prüfungsversuche erhalten, die ich zuvor auch hatte. Ist das richtig so? Zutreffend. Bitte nicht verunsichert sein, das dauert in der Umsetzung immer ein bisschen. Wahrscheinlich gibt es eine geraume Zeit, wo trotzdem in der Leistungsübersicht erst einmal eine 5,0 verbucht ist. Aber da die Dozenten genau wissen, wie sie sich an der Stelle zu verhalten haben, nehmen wir dann nach einem kleineren Verwaltungsvorgang diese 5,0 wieder raus. Und dann stellen wir sozusagen alle, die betroffen sind, so, als ob dieser Prüfungsversuch nie existiert hat. Vielen Dank, Andrea. Dann würde ich weitergeben an dich, Christoph, für die paar nächsten Fragen. Andrea, ich habe jetzt tatsächlich eine Frage dazu, was passiert dann eigentlich im nächsten Semester? Also wenn ich sozusagen jetzt dieses Semester meinetwegen zurückgetreten bin, wie ich ja gerade gelernt habe, der korrekte Begriff, und ich möchte das dann aber im nächsten Semester machen, was muss ich da beachten? Oder muss ich da überhaupt was beachten? Wie funktioniert es, dass ich dann die Prüfung im kommenden Semester ablege? Da muss man tatsächlich was beachten. Bei uns gilt, dass wir uns, also die Studierenden, sich zu jedem Prüfungsversuch separat nochmal neu anmelden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgetreten bin, entweder aus Krankheit oder anderen Gründen, ist es immer erforderlich, oder auch wenn ich die Prüfung nicht bestanden habe, das ist ja eine weitere Möglichkeit, ist es immer erforderlich, sich zum nächsten Prüfungsversuch erneut über Puls anzumelden. Also ganz wichtig, Anmeldeplattform ist ja hier ausschließlich Puls, keine anderen Bereiche, sondern nur Puls. Und dort dann zum nächsten angebotenen Termin. Also immer wieder dann auch in meine Module empfehle ich an der Stelle, gucken, ob da ein neuer Termin da ist. Und wenn ich mich dann in der Lage fühle, die Prüfung wieder anzutreten, bitte dann entsprechend in den Fristen 8 Tage vorher oder im Belegungszeitraum erneut anmelden.
Und dann habe ich noch so einen besonderen Fall vielleicht, aber vielleicht auch gar nicht so besonders. Und zwar gehen wir mal davon aus, ich habe mich angemeldet für eine Prüfung, wollte mich eigentlich abmelden, zurücktreten vom Prüfungsversuch und habe das verpasst. Wie kann ich, also könnte ich diese Prüfung einfach im Prinzip nicht antreten, indem ich mich exmatrikuliere und ich dann sozusagen da nicht hingehe, weil ich exmatrikuliert bin? Funktioniert das? Leider nein. Anders als bei der Immatrikulation ist die Exmatrikulation keine Beendigung des Prüfungsrechtsverhältnisses. Das ist manchmal noch so in manchen Köpfen drin, wird auch zum Teil geraten. Das ist leider ein falscher Rat. Wenn ich zu einer Prüfung angemeldet bin, bin ich dazu angemeldet. Und selbst wenn ich mich dann nicht zurückmelde oder einen Antrag auf Exmatrikulation stelle, muss ich diese Prüfung dann auch antreten. Das ist genauso wie mit der Abschlussarbeit. Wenn ich die angemeldet habe und exmatrikuliere mich in der Zwischenzeit, ich muss diese innerhalb der Bearbeitungsfrist auch einreichen. Also die Exmatrikulation bewahrt mich leider vor der Zählung von Fehlversuchen nicht. Danke dir auch nochmal für die Klarstellung. Und Magdalena, dann würde ich für den nächsten kleinen Block an dich übergeben. Genau, wir hatten das vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, das Thema, also ich rede jetzt wieder vom Regelfall, sozusagen ausgenommen von diesen Corona-Regelungen. Im Regelfall, wenn ich erkranke, habe ich die Möglichkeit, von der Prüfung zurückzutreten, indem ich einen Attest einreiche beim Prüfungsamt. Soweit bin ich bisher mitgekommen. Was ist denn dann, wenn ich diesen Prüfungsversuch also nicht unternommen habe? Wie wird der eigentlich gewertet? Gar nicht gewertet. Er ist nämlich nie angetreten worden und die Anmeldung ist sozusagen durch den fristgerechten, ordnungsgemäßen, unter Vorlage aller notwendigen Unterlagen zurückgenommen worden. Also davon ist, und es ist so, als ob die Anmeldung und der Prüfungsversuch dann nie da war. Es wird auch in der Leistungsübersicht nicht mehr angezeigt. Also es ist kein Prüfungsverfahren, welches irgendwie dokumentiert werden müsste, wenn die Bedingungen eingetreten sind. Okay, wunderbar. Das war nochmal wichtig für mich zu wissen. Und dann vielleicht auch nochmal, auch wieder ein bisschen ein Sonderfall, aber soll ja vorkommen, dass ich vielleicht eine Prüfung antrete und dann aber während der Prüfung irgendwann feststelle, mir geht es eigentlich überhaupt nicht gut, bin gesundheitlich nicht auf dem Dampfer und bin eigentlich gerade nicht in der Lage, diese Prüfung zu Ende zu schreiben, sozusagen mit all meinen Kräften. Was habe ich da für Möglichkeiten? Wie kann ich damit umgehen? Das ist natürlich schon ein sehr besonderer Fall. Ich hoffe wirklich, dass das niemandem passiert, weil es setzt einen sehr, sehr unter Stress. Und es ist, glaube ich, sehr gut zu wissen, wenn es tatsächlich mal auftreten wird oder wenn es auftritt, wie reagiere ich richtig. Vielleicht noch mal kurz den Hintergrund für den aus gesundheitlichen Gründen, den Rücktritt noch mal kurz beschrieben. Wir gehen davon aus, am Tag der Prüfung ist spätestens ein Arzt aufzusuchen, der die Prüfungsunfähigkeit bestätigt für mindestens den Tag der Prüfung und dann wird das Attest innerhalb von 7 Tagen im Prüfungsamt eingereicht. So, jetzt denkt man ja am Tag der Prüfung, ich sitze gerade in der Prüfung, was mache ich jetzt? Genau das Gleiche. Sie gehen an diesem Tag zum Arzt und sagen, also es ist ja wirklich dann eine gesundheitliche Situation. Es unterscheidet sich aber vom Regelfall für die Nachweise und die Art des Rücktritts gar nicht, sondern einfach nur die besondere Stresssituation, dass diese Prüfungsunfähigkeit nicht schon vor der Prüfung vorgelegen hat, sondern erst in der Prüfung auftritt. Ich empfehle zum Aufsichtsführenden, also zur aufsichtsführenden Person zu gehen, dort anzuzeigen, mir geht's nicht gut, ich werde jetzt den Arzt aufsuchen oder einen Arzt aufsuchen und werde dann von der Prüfung zurücktreten. Das würde ich immer anzeigen, wenn ich den Prüfungsraum verlasse, sei es digital, sei es in Präsenz und danach zum Arzt gehen und dann innerhalb von 7 Tagen das dann ausgestellte Attest einreichen. Wunderbar, ich danke dir. Dann würde ich wieder zu dir, Christoph, überleiten für das Ende dieses Fragenblocks.
Vielen Dank, Magdalena und Andrea, für die bisherigen Fragen und Antworten dazu. Ich habe noch mal eine Frage, die, sage ich jetzt vielleicht mal, auf eine etwas speziellere Prüfungsleistung abhebt. Wir haben gerade viel über Klausuren gesprochen. Deshalb würde ich jetzt gerne noch mal schauen auf die Prüfungsleistung Abschlussarbeit, die ja ein Stück weit eine besondere Prüfungsleistung ist. Wie verhält es sich dort mit Krankheiten? Also was passiert? Ich habe meine Abschlussarbeit angemeldet. Ich fange im Prinzip mit meiner Bearbeitungszeit an, diese Master- oder Bachelorarbeit zu schreiben, vorbereiten, und ich werde krank für einen längeren Zeitraum. Kann auch innerhalb dieser Krankheit tatsächlich nichts machen, liege einfach im Bett. Was muss ich tun? Wie muss ich vorgehen, damit ich im Prinzip die Bearbeitungszeit auch nicht verliere? Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich Klausur und Hausarbeit unterscheiden sich ja immer schon sehr, sehr stark von der Art der Erbringung. Eine Hausarbeit ist einfach über einen sehr langen Zeitraum gestreckt, in eigenständiger Arbeit. Eine Klausur fokussiert sich auf einen speziellen Tag, ist meistens in Präsenz und vor allem unter Aufsicht. Bei einer Hausarbeit ist tatsächlich die Rechtsfolge eine andere. Das Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, ist im Grunde nach das Gleiche. Also ich gehe zum Arzt und lege das Attest, welches sagt, ich bin gerade nicht in der Lage, meine Arbeit zu schreiben, weil ich vielleicht eine Bronchitis habe oder einen Magen-Darm-Infekt oder eine lang anhaltende Migräne. Das ist ein Attest, das wird zu uns geschickt. Das ist tatsächlich das Gleiche. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich dann nicht von der Prüfung zurücktrete, wie ich es vorhin beschrieben habe, sondern dass sich der Zeitraum, der vom Arzt bestätigt wurde, auf die Bearbeitungszeit anrechne. Das heißt, wenn ich eine 6-monatige Bearbeitungsfrist für meine Abschlussarbeit habe, wird dieser Zeitraum, seien es 14 Tage, eine Woche, werden diese an die Bearbeitungszeit angerechnet. Sie verlängert sich. Also ich verliere die Bearbeitungszeit während dieses Zeitraums nicht, wenn ich auch hier das Attest fristgerecht eingereicht habe. Danke dir. Ich glaube, das ist nochmal eine sehr, sehr, sehr wichtige Feststellung einfach zu diesem Thema. Ja, Magdalena, dann sind wir jetzt gerade tatsächlich mit unserem zweiten großen Block auch schon durch, und ich gebe an dich ab zum Abschluss. Vielen Dank. Und ich habe eigentlich eine ähnliche Frage wie vorhin an dich, Andrea. Wenn du also wenn dir mehr einfällt, gern auch mehr, aber wenn du so einen ultimativen Tipp oder eine Hauptmessage weitergeben könntest, und das kannst du jetzt hier rund um das Thema Prüfungsversuche, Rücktritt, nicht bestehen, was wäre das? Unterscheidet sich nicht so viel von meinen vorherigen Tipps. Die Rahmenbedingungen zu kennen ist ganz wichtig. Also hier spielen Fristen eine ganz, ganz große Rolle, weil es geht um Fristen, wie ich mich abmelden kann. Es geht um Fristen, in welchen ich Atteste vorlegen muss. Also die Fristen sollten auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr präsent sein, um zu wissen, aha, wenn ich das in der Zeit mache, dann passiert mir nichts. Das sollte auf jeden Fall immer kommuniziert werden. Und wenn ich mir nicht sicher bin, einfach bei uns nachfragen. Bei euch in der Studienberatung, im Prüfungsamt werden solche Fragen auch regelmäßig beantwortet. Kommunikation und Lesen von Informationen ist, glaube ich, hier einfach das A und O. So materiell, rechtlich habe ich da gar keine großen Tipps, sondern tatsächlich Wissen. Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das ist trotzdem ein total wichtiger Hinweis, die Fristen zu kennen und auch zu wissen, wo man sie erfahren kann. Super, vielen Dank. Dann, Christoph, übergebe ich an dich. Fantastisch. Das waren sehr, sehr viele wichtige Informationen, auch in dieser kondensierten Form jetzt tatsächlich das alles nochmal zu hören. Das muss man, glaube ich, auch wenn man jetzt als Zuschauer sich das anschaut, nochmal ein bisschen verarbeiten. Das kann man sich ja durchaus dann danach bei YouTube nochmal anschauen, auch nochmal stoppen, um nochmal bestimmte Informationen vielleicht sich zweimal oder dreimal tatsächlich anzuhören, oder wie du gerade gesagt hattest, Andrea, die Informationen dort nachlesen, wo sie tatsächlich stehen, oder uns in der zentralen Studienberatung oder im zentralen Prüfungsamt anschreiben. Ich würde dann jetzt in unseren letzten und dritten Block übergehen. Der ist tatsächlich gar nicht mehr so groß. Da geht es jetzt nochmal, wir haben ihn schon auch ein bisschen angerissen, teilweise um Freiversuche und um die Bewertung von Prüfungsleistungen.
Und meine erste Frage, Andrea, ist wieder als Einstieg ein Stück weit gedacht, dass du uns vielleicht nochmal sagen kannst, was ist eigentlich so ein Freiversuch? Was bedeutet das? Und welche Arten von Freiversuchen gibt es? Und wie mache ich die geltend eigentlich? Muss ich dafür was machen? Passiert es automatisch? Gibt es da Anträge für? Muss ich dafür irgendwo hingehen? Ja, also es wird jetzt auch ein bisschen umfänglich, weil es etwas verschiedene Arten gibt. Das ist auch in der BAMAO geregelt, also für alle, die die grundlegenden Bedingungen für den Freiversuch auch einfach mal in den Rechtsgrundlagen nachlesen möchten. Wie gesagt, die BAMAO zu lesen ist bestimmt ein großes Vergnügen. Ein kleiner Scherz, aber es ist notwendig. Es ist jedenfalls auch in der BAMAO und in der BAMALAO geregelt. Der Freiversuch ist sozusagen, wenn man mal es komprimiert zusammenfassen möchte. Er führt dazu, dass ich tatsächlich mal einen schlechten Versuch ausgleichen kann, so dass er nicht, hatte ich ja vorhin schon erzählt, negativ auf meine Prüfungsversuche angerechnet wird. Wir kennen hier zwei verschiedene Arten der Freiversuche. Das ist der sogenannte Erstsemester-Freiversuch. Der gilt für alle Studierenden im ersten Fachsemester. Wenn ich dort durch eine Prüfung durchgefallen bin, zählt diese nicht negativ in die Versuchszählung rein. Also wenn ich wirklich im Bachelor, ich muss mich erstmal zurechtfinden und das ist wirklich so der Wechsel von der Schule ins erste Fachsemester oder auch vom Bachelor, wo man erst in den Master, wo man erstmal kennenlernen muss, ist ja jetzt ein ganz anderes Gefühl, unter Masterstudierenden zu sein. Um das ein bisschen auszugleichen, kann man in eine Prüfung gehen, ohne Angst zu haben, dass das auf meine Fehlversuche angerechnet wird. Das ist der Erstsemester-Freiversuch. Wenn ich eine 5,0 bekomme, ist die nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Dann gibt es den sogenannten fachspezifischen Freiversuch, so würde ich ihn mal nennen. Nach der BAMAO können nämlich die Fächer oder die Studiengangsverantwortlichen in den Studien- und Prüfungsordnungen regeln, dass zu diesem Erstsemester-Freiversuch weitere Freiversuche hinzutreten können. Das bedeutet, da legt dann die Studien- und Prüfungsordnung fest, ja, du darfst in diesem Studiengang nochmal Freiversuche in Anspruch nehmen, 1, 2, 3, da bestimmen die fachspezifischen Ordnungen auch die Studien- und Prüfungsordnung die Anzahl. Und da gilt genau das Gleiche. Wenn ich durch nicht das Gleiche, aber die rechtliche Wirkung, wenn ich diesen Freiversuch dann einsetze, der ist das Gleiche. Es gilt als nicht unternommen. Es ist also wie ein zusätzlicher Prüfungsversuch in dem jeweiligen Modul. Hinweis, wenn das in der Studien- und Prüfungsordnung nicht enthalten ist, dann gibt es nur den Erstsemester-Freiversuch. Also da auch immer in die Studien- und Prüfungsordnung schauen und sich darüber informieren, ob es Freiversuche zusätzlicher Natur gibt oder nicht. Was ganz wichtig ist, was die beiden unterscheidet, diese beiden Arten, ist, wie mache ich es geltend oder wie werden sie umgesetzt. Der Erstsemester-Freiversuch ist da ganz einfach. Das machen nämlich wir für Sie. Da müssen Studis gar nichts machen, sondern einfach abwarten nach einem gewissen Zeitablauf. Das ist so voreingestellt, wird dann nämlich die Versuchszählung einfach weggenommen. Und erkennt man, dass das dann ein Freiversuch war, ein Erstsemester-Freiversuch. Und bei der nächsten Anmeldung für eine Prüfung steht dann nicht zweiter Versuch, sondern dann steht da erster Versuch. Das ist also ganz einfach. Beim fachspezifischen Freiversuch ist das nicht ganz so einfach. Da ist nämlich tatsächlich eine gewisse Aktivität von Ihnen, liebe Studierende, erforderlich. Nämlich, erstens müssen Sie die Notenbekanntgabe abwarten. Und innerhalb von 14 Tagen nach dieser Notenbekanntgabe, 14 Tage sind es, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass dann eine Anzeige im Prüfungsamt erforderlich ist, dass dieser Freiversuch eingesetzt werden soll. Das ist ein Formular, das finden Sie auch auf unseren Seiten des Prüfungsamtes. Das muss ausgefüllt werden. Dann wird die Modulprüfung mit der Note und dem Tag benannt und das bei uns eingereicht. Und dann wird, wie ich es gerade beim Erstsemester-Freiversuch beschrieben habe, auf Ihrer Leistungsübersicht, wenn wir es dann eingetragen haben, ebenso vermerkt, dass diese Prüfung nicht wie der erste, zweite oder dritte Versuch gezählt wird, sondern dass Sie einen zusätzlichen neuen Freiversuch erhalten an der Stelle.
Das, wie gesagt, ganz doll darauf achten, wann die Note verbucht wird, weil das ist entscheidend, um diese 14 Tage der Anzeigefrist einzuhalten. Worauf ich noch hinweisen möchte an der Stelle ist, pro Modul darf es nur einen Freiversuch geben. Das heißt, wenn Sie auch dann wieder durch einen weiteren Versuch der Prüfung durchgefallen sind, obwohl schon ein Freiversuch zum Einsatz kam, ein zweiter Freiversuch ist an der Stelle dann nicht möglich, sondern nur für ein weiteres Modul. Und es kann Fälle geben, in denen, also ein Freiversuch kann auch zur Notenverbesserung herangezogen werden, wenn das die Studien- und Prüfungsordnung nicht ausdrücklich ausschließt. Das heißt nicht nur, ich kriege einen neuen Prüfungsversuch, wenn ich durchgefallen bin, sondern ich bin mit der Note nicht zufrieden. Dann kann ich auch einen Freiversuch einsetzen, um meine Note zu verbessern. Und wenn ich dann eine bessere Note bekomme, dann kriege ich eine schlechtere Note, dann gilt die vorherige. Es gilt also immer die bessere Note. Ich glaube, sind so die Grundlagen für einen Freiversuch, der auch ganz viel Druck einfach aus dem Studium manchmal nehmen kann. Also auch hier Wissen, dass es so etwas gibt, erleichtert einiges. Ich danke dir. Also ich merke immer mehr, dass die BAMAO dann unser aller zukünftiger Bettlektüre wird und wir uns die dann immer unter das Kopfkissen legen und immer mal wieder reinschmökern, wenn wir mal schauen müssen, wie ist eigentlich dies oder jenes geregelt, und unsere Studienprüfungsordnung ist natürlich ebenfalls so wichtig. Ich danke dir, Magdalena. Ich gebe an dich weiter für die nächste Frage. Genau, ich habe mal ein bisschen eine andere Frage. Also wir haben jetzt viel über nicht bestandene Prüfungen gesprochen und jetzt klang aber in deiner letzten Antwort auch schon so ein bisschen an, naja, es gibt Fälle, wenn ich einen Freiversuch anzeigen kann zur Notenverbesserung, wunderbar, kann ich das machen, auch wenn ich die Prüfung bestanden habe mit einer nicht so guten Note. Gehen wir mal davon aus, ich habe diese Möglichkeit des Freiversuchs nicht in einem Modul und ich bin dennoch mit meiner Bewertung, ja, ich kann sie nicht nachvollziehen oder ich bin damit nicht einverstanden. Was kann ich damit eigentlich tun? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten? Ja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Sie sind begrenzt und auch nicht immer mit Erfolgsaussichten versehen, aber Studierende haben da auf jeden Fall Rechte. Und das finde ich auch gut so, dass diese existieren. Ich würde gerne unterscheiden so ein bisschen von den verschiedenen Konstellationen zwischen einer nicht bestandenen Prüfung und einer bestandenen Prüfung, weil sich da im Zweifelsfalle auch aus meiner Sicht die formalen Mittel ein wenig unterscheiden können, beziehungsweise unterscheiden können. Gehen wir mal von dem Beispiel, welches du gerade genannt hast, Magdalena, aus. Ich habe bestanden und die Note ist einfach nicht schön. Also meine Vorleistungen auch in anderen Modulen waren einfach, ich habe da immer eine 1,0 und jetzt ist es dann doch eine 3,3 geworden. Grundsätzlich besteht besteht die Möglichkeit auf eine sogenannte Überdenkung. Das ist jetzt sehr stark durch die Rechtsprechung geprägt. Das ist also ein ganz klassischer Begriff aus dem Prüfungsrecht, der eigentlich würde ich mal sagen, im Alltag nicht so zur Anwendung kommt. Aber es ist das sogenannte Überdenkungsverfahren. Das ist ein nicht förmliches Verfahren. Das heißt, Sie können im Grunde zu der prüfenden Person gehen und dort sagen, ich habe den Eindruck, dass Sie sich hier vielleicht zu streng mir gegenüber verhalten haben. Also ich denke, ich bin dann doch, es wäre besser, also es wäre eine bessere Leistung gewesen. Genau das können Sie so vortragen beim Prüfenden, bei der Prüfenden, und da kann die Person dann nochmal gucken und sagen, ja, sie hatte recht. Ich zum Beispiel, ich habe da was übersehen oder ja, vielleicht war ich hier an der Stelle ein bisschen streng, und dann kann die Note geändert werden. Das ist das sogenannte Überdenkungsverfahren. Das ist auch wirklich ganz niederschwellig angehängt. Das kann ein Schreiben sein, kann eine E-Mail sein, kann auch ein persönliches Gespräch sein, wo man nochmal die Dinge austauscht, die zu der konkreten Bewertung geführt haben. Das ist sehr niederschwellig. Also das ist dieses Verfahren kann jeder bei jeder Prüfung durchführen oder anstreben. Ich gehe jetzt mal in den förmlicheren Bereich, der auch
ja, schwereren Bedingungen unterliegt, das ist das sogenannte Widerspruchsverfahren und deswegen auch vorhin mein Bezug zur nicht bestandenen Leistung. Entweder gegen die Gesamtnote am Ende oder gegen eine einzelne nicht bestandene Leistung hat jede das Recht auf Einlegung eines Widerspruchs. Das ist ein sogenanntes Vorverfahren, das ist auch sehr Juristensprech. Und in diesem Widerspruch kann man die Rechtswidrigkeit einer Bewertung geltend machen. Jetzt sieht man schon, dass es nicht so einfach ist, muss man Bewertungsfehler nachweisen. Und Bewertungsfehler sind auch in der Definition sehr eingeschränkt. Da gibt es bestimmte Fälle, die auch durch die Rechtsprechung sehr, sehr geprägt wurden. Und das sind zum Beispiel eine willkürliche Bewertung oder die Arbeit wurde nur zur Hälfte gelesen oder es wurden Bedingungen einbezogen, die gar nichts mit der Bearbeitung zu tun hat. Das sind so klassische Bewertungsfehler. Wenn das nicht nachgewiesen oder dargelegt werden kann, dann haben solche Widersprüche selten Aussicht auf Erfolg, weil PrüferInnen einfach auch ein Beurteilungsermessen haben. Und es ist auch zulässig, dass Prüfer 1 und Prüferin 2 unterschiedliche Bewertungen aussprechen, weil sie einfach den Fokus anders setzen und setzen dürfen. Das heißt, es ist durchaus möglich bei einer Bachelorarbeit oder bei einer Masterarbeit, dass Prüferin 1 sagt, das ist fantastisch, ist eine 1,0 und der zweite Prüfer sagt, ja, ich hatte da noch andere Ansprüche und gibt nur eine 2,3. Das ist möglich oder deswegen, da sieht man, wo auch die Grenzen für solche Widersprüche liegen. Ich gebe aber trotzdem ein Beispiel, vielleicht auch um es ein bisschen transparenter zu machen, was ich tatsächlich damals auch schon mal hatte, so eine Art, was man absolut nicht in eine Bewertung mit einbeziehen muss. Zum Beispiel die Einreichungsform, es wurde schon mal eine schlechte Leistung oder eine schlechte Leistungsbewertung ausgesprochen, weil eine Abschlussarbeit oder eine CD in Butterbrotpapier eingepackt wurde. Das ist nun wirklich kein Umstand, hier eine schlechte Note zu geben. Also da gibt's Grenzen. Es ist, man darf PrüferInnen auf die Finger schauen. Das will ich hier einfach nur noch mal sagen. Sie haben aber natürlich, und das steht Ihnen auch zu, ein Beurteilungsermessen, das Sie auch ausschöpfen dürfen. Sie dürfen eben nur nicht dieses Ermessen überschreiten. Das ist nicht erlaubt. Zu weiteren Fragen, das ist sehr komplex im Einzelfall, gerne bei mir anrufen. Das weiß ich selbst, das habe ich auch schon öfter beraten und es ist eben ein sehr stark juristisch geprägtes Gefilde, die Bewertungsanfechtung. Vielen Dank, Andrea. Das scheint mir wirklich ein sehr komplexer Punkt zu sein. Deswegen super dein Angebot, auch nochmal auf dich zuzukommen, falls das mal der Fall sein sollte. Also ich muss sagen, mir raucht ganz schön der Kopf. Wir nähern uns ja auch mit großen Schritten dem Ende dieses Streams. Ich denke, wir haben vielleicht noch Zeit für zum Beispiel eine letzte Frage. Und Christoph, die würde ich dir überlassen. Andrea, ich habe tatsächlich erstmal ein Hoch auf das Butterbrotpapier, fand ich ja ganz schön tatsächlich. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, weil es gab noch mal eine Frage im Chat, das haben wir, glaube ich, am Anfang vergessen zu sagen. Wir haben jetzt viel über die BAMAO gesprochen, das ist ja die Bachelor-Master-Verordnung. Für wen gilt das jetzt eigentlich über das, was wir gerade die letzten 52 Minuten gesprochen haben? Es gilt ja nicht für alle Studierenden bei uns an der Universität. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz und knapp die Gruppe umreißen? Sehr gerne. Wir hier im Dezernat 2, und das sind auch diejenigen, die überwiegend von mir betreut werden, sind die Studierenden, die in Bachelor- und Masterstudiengänge studieren. Also ganz klassisch Bachelor, Master. Und diese Grundsätze, die wir gerade dargelegt haben, insbesondere zu den Verfahren, gelten für diese Gruppe. Welche Gruppe davon nicht erfasst ist, da sind andere Regelungen, sind die Rechtswissenschaften. Das heißt, ich tatsächlich habe nicht nach solchen Regelungen studiert, sondern nach Studien- und Prüfungsordnungen, Schwerpunktordnungen, Schwerpunktbereichsordnungen der jeweiligen Fakultät. Da sind ähnliche Verfahrensregelungen getroffen worden, wie auch die ich gerade beschrieben habe, aber mit
Unterschieden. Gerade die Freiversuchsregelungen sind dann durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Die Curricula werden ganz anders dargestellt. Dort werden nicht in es sei denn, es ist der Bachelor of Laws, wird nicht in Modulen gearbeitet. Das heißt, auch die Prüfungsversuchszählung ist eine ganz andere. Hier empfehle ich tatsächlich, sich direkt an die juristische Fakultät zu wenden, sollte es dort Fragen geben. Und da, auch dieser Hinweis, der ist universell, einfach die Studien- und Prüfungsordnungen lesen. Da ergeben sich gerade diese rechtlichen Rahmenbedingungen zum Prüfungsverfahren aus diesen Satzungen. Und hinzu tritt, das ist einfach so, es ist schließt mit einem juristischen Examen, mit einem staatlichen Teil ab. Da haben wir immer einen weiteren Player. Das ist nämlich einfach das gemeinsame Justizprüfungsamt Berlin-Brandenburg und hier die Justizausbildungsordnung und das Justizausbildungsgesetz und das Deutsche Richtergesetz. Das sind hier die rechtlichen Rahmen, die alle für die Bachelor- und Masterstudiengänge nicht gelten. Danke dir. Also ich merke tatsächlich an der Stelle nochmal, dass wir für unsere RechtswissenschaftlerInnen vermutlich genauso einen Stream auch nochmal machen könnten, wo wir nochmal auf die Besonderheiten dieser Gruppe eingehen könnten. Andrea, ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir dann sozusagen auch schon den Ausstieg vorbereiten. Und zwar möchte ich nochmal ganz kurz auf einen Bereich eingehen, den du auch immer wieder zu bearbeiten hast und der uns auch an der Universität immer wieder beschäftigt. Und zwar geht es um Plagiate. Kannst du uns mal ganz kurz darstellen, was eigentlich ein Plagiat ist und was dann sozusagen die Folgen wären, wenn man eines Plagiats überführt wird? Vielleicht auch so ein bisschen als Abschreckung. Danke dir. Als Abschreckung, ja, sehr gerne. Das Plagiat, das ist sehr schön. Eine weitere Satzung, die es zu lesen lohnt, ist die sogenannte Plagiatsrichtlinie, die die BAMAO oder die BAMALAO an der Stelle ergänzt. Dort ist tatsächlich sehr detailliert definiert, was wir als Plagiat ansehen. Zu dem Plagiat kann dann auch noch wissenschaftliches Fehlverhalten oder die Täuschung treten, aber das Plagiat ist tatsächlich sehr stark definiert und zusammenfassen lässt sich eigentlich das, was man auch, glaube ich, so immer versteht. Plagiat heißt, ich gebe etwas als meine Arbeit aus, die aber eigentlich meine Arbeit nicht ist. So, da gibt es unterschiedlichste Fälle. Der Ghostwriter, das ist, glaube ich, so fast die krasseste Art und Weise, wenn ich das mal so sagen kann. Also jemand anderes hat meine Arbeit geschrieben. Oder ich nehme Zitate auf, ohne sie auszuweisen. Und das ist ja schon, das ist mein Gedanke, aber es ist eigentlich nicht mein Gedanke. Das ist so das typische Plagiat. Ein besonderer Fall, auf den ich auch hinweisen möchte, den wir auch so als Plagiat ausgewiesen haben, ist das sogenannte Selbstplagiat. Ich mache immer die Erklärung, wenn ich eine Leistung einreiche, das ist eine Prüfungsleistung, die in noch keinem anderen Verfahren zur Anwendung gekommen ist. Das heißt, sie ist ausdrücklich für diesen einen Zweck gedacht. Wenn ich jetzt aber, den Fall hatte ich leider schon, denke, oh ja, meine Bachelorarbeit war doch ganz gut und kann ich doch jetzt eigentlich in meine Masterarbeit mit reinschreiben. Das ist dann tatsächlich ein Plagiat. Dieses Verfahren hatten wir auch bis zum Gericht und es wurde uns an der Stelle Recht gegeben. Es ist ein Plagiat. Das heißt, schreibe ich von mir selbst ab, wenn ich das mal so ganz lax sagen darf, muss ich es auch darstellen, dass ich es von mir selbst abgeschrieben habe. Natürlich gelten auch hier die Regeln, wie ich richtig wissenschaftlich zitiere. Das heißt ja nicht, ich darf es nicht ausdrücklich, sondern aber ich muss es dann zumindest zeigen. Ja, ich habe und ich weiß, dass ich diese Passage schon mal an anderer Stelle in ein Prüfungsverfahren eingereicht habe und verweise genau auf diese Stelle. Und dann bin ich auch safe. Das sind also die typischen Arten eines Plagiats. Und wie wird das geahndet? Mit einer 5,0. Also wenn es festgestellt wird, was sehr gut mittlerweile auch möglich ist, vergibt die prüfende Person eine 5,0. Das ist immer der Fall. Also natürlich kann man dann sagen, na, was ist denn jetzt so vom Maß her, wenn ich nur einen Satz zum Beispiel von jemand anderem übernommen habe? Das ist dann wieder das berühmte Bewertungsermessen, da sage ich auch immer Fingerspitzengefühl. Man muss auch Qualität und Quantität in die Beurteilung ein wenig mit einfließen lassen. Aber grundsätzlich gilt, ist da ein Plagiat in so grundlegender Form, dass man von vielen Stellen sieht, das ist
nicht von mir, das ist mit einer 5,0 zu ahnden und das macht der oder die prüfende Person durch eine Verbuchung der 5,0 auch einen Puls. Plagiate werden auch an die Prüfungsausschüsse weitergemeldet und die können dann im Einzelfall entscheiden, ob sie gegebenenfalls weitere Sanktionen verhängen können. Das ist dann bei schwerwiegenden Plagiaten oder im Wiederholungsfall, also wenn ich es in einem Fach und in dem anderen Fach beides schon mal gemacht habe, oder eben wirklich ein Ghostwriter. Das ist für mich ein wirklich gravierender Verstoß gegen die wissenschaftlichen Grundsätze. In den Fällen darf der Prüfungsausschuss bis hin zur Exmatrikulation weitere Rechtsfolgen verhängen, nachdem dann die betroffene Person angehört wurde. Also es ist kein Kavaliersdelikt, sage ich auch an der Stelle. Vielleicht, und da ist ein Tipp, den nehme ich vielleicht jetzt schon mal an der Stelle, wissenschaftliches Zitieren. Das ist an der Stelle das A und O, um Plagiate zu verhindern. Manchmal weiß man gar nicht, dass man gerade plagiiert, weil man vielleicht noch nicht genau weiß, wie ich zitiere. Weil es kann auch schon im 2. Semester ein Bachelor ein Plagiat sein, aber ich weiß es gar nicht. Deswegen unsere Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten sind da, glaube ich, ganz, ganz toll, um das auch zu verhindern. Aber ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine klaren Worte und auch nochmal, dass du das einfach nochmal dargestellt hast, was es bedeutet. Zu plagiieren ist, glaube ich, schon wichtig. Wir haben ja auch der Presse immer wieder entnehmen dürfen, dass auch Menschen des öffentlichen Lebens durchaus mal von dieser Art Gebrauch gemacht haben tatsächlich. Daher fand ich es nochmal ganz spannend, mit diesem Thema tatsächlich unseren Stream auch abzuschließen. Liebe Andrea, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und aus deiner Schatztruhe sozusagen dein Wissen mit uns geteilt hast und mit den Studierenden geteilt hast. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn Sie, liebe Studierenden, Fragen haben, auch individueller Natur, wenden Sie sich gerne an die zentrale Studienberatung, wenden Sie sich ans Prüfungsamt bei prüfungsrechtlichen Fragen. Wenn es wirklich Fragen sind, die sehr, sehr tricky, komplex, sehr, sehr kompliziert sind, dann steht Andrea Radka auch zur Verfügung. Da kann man dann anrufen oder eine E-Mail schreiben. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mit uns eine Stunde zu prüfungsrechtlichen Fragen, dass Sie dabei geblieben sind bei dem Stream. Es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal einiges gelernt. Und ja, wir freuen uns im Prinzip auf unseren nächsten Livestream, der 4. Ausgabe unseres Study Streams. Für Sie schon mal zur Info. Der wird am 23. März stattfinden zum Thema Fachwechsel. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben, weiterhin auf den Bildschirm zu schauen, dann können Sie jetzt um 17 Uhr den Livestream des Neujahrsempfangs des Präsidenten verfolgen. Es findet auch auf unserem YouTube-Kanal statt. Ja, und dann sage ich nochmal herzlichen Dank an alle, an Sie, liebe Zuschauerinnen, an dich, Andrea, an dich, Magdalena und auch an Vera, die ich jetzt nochmal ganz kurz in unseren Stream reinhole. Vielen Dank, dass du den Chat betreut hast und ich wünsche allen einen schönen Nachmittag und Abend noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.